ob sich Europa im All behaupten kann, sich verteidigen kann, das entscheidet sich eigentlich auch in den Fertigungszahlen, in der Produktion. Und ich freue mich sehr, dass wir heute jemanden da haben, der das mehr beantworten kann als wahrscheinlich jeder sonst. Ich freue mich, dass Dr. Michael Schöller hier ist. Und ich glaube, wir können zum Du gehen, weil du bist eigentlich der größere Senkrechtstarter von uns beiden, weil du warst Hubschrauberpilot bei der Bundeswehr. Das ist richtig, ja. Schön, dass du da bist. Ja, danke, dass ich hier sein kann. Ich freue mich riesig. Wir sind ja auf der ILA und in deiner Funktion als Präsident für den Bundesverband Deutscher Luft- und Raumfahrtindustrie ist das hier eigentlich auch dein Zuhause, oder? Das war ein Heimspiel, ja. Ja. Genau, ja. Du führst Europas größtes Verteidigungs- und Raumfahrthaus. Du bist, wenn ich mir deinen Lebenslauf so angeguckt habe, eigentlich auch ein Produktionsmann. Du warst bei Bosch, du warst CEO bei Airbus. Und jetzt so aktuell, wir haben unheimlich viel politischen Druck. Geld ist plötzlich auch da für Verteidigung, für Raumfahrt. Jetzt habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass jetzt eigentlich die Industrie plötzlich Produktionskapazitäten bereitstellen soll, die die Politik haben will, aber die müssen ja auch irgendwie aufgebaut sein. Also die Frage, ist das gerade, was ist da die Bremse? Was ist so der Need? Ja, wie du sagst, ich habe lange in der Produktion gearbeitet und zwar waren das in aller Regel dann auch Serienproduktionen, also nicht Einzelstücke, die man irgendwo macht. Das war übrigens auch der Grund, warum Airbus mich irgendwann mal haben wollte, damit ich A320 besser, schneller bauen kann, als sie vorher gebaut wurden. Und deshalb ist das eine ganz wichtige Frage. Ja, wir haben jetzt Geld. Jetzt sagen wir mal, Geld in Form eines Budgets bereitstellen, heißt noch nicht immer, dass man genau jetzt in der Industrie weiß, was bauen wir denn jetzt damit. Also es muss dann schon Aufträge geben, aber auch die kommen ja. Und insofern hat die Industrie jetzt die Aufgabe, schneller hochzuskalieren. Was man braucht, ist im Prinzip das, was man in der Produktion immer braucht. Man muss Fluss erzeugen. Die ganze Kette muss funktionieren. Von der Beauftragung über das Bestellen der Teile, über die Zulieferungen, über die verschiedenen Stufen der Produktion. Und alles, was dazwischen einen Bottleneck erzeugen kann, stoppt immer den ganzen Fluss. Ja, insofern, wir müssen an allen Stellen arbeiten. Und was das braucht, ist, dass sich, anders als in der Vergangenheit, der Auftraggeber, also das Militär, die Bundeswehr in dem Fall zum Beispiel, und die Industrie nicht so transaktional, nur im Sinne so, hier hast du einen Auftrag, mach mal was, sondern dass wir uns mehr als Team verschränken, dass wir sagen, okay, ihr braucht bisher zu lange, um uns einen Auftrag zu geben, durch den ganzen Prozess. Was können wir parallelisieren? Wo können wir schon mal sozusagen Dinge im Voraus dann bestellen, wo wir Long Lead Time Items brauchen? Wie können wir die Zuliefererkette robuster machen, indem wir keine Single Points of Failure haben, indem wir nicht von einem Lieferant abhängig sind, sondern vielleicht von mehreren. Und das dann sozusagen auch immer mehr in eine Flussfertigung bringen. Und dafür braucht man, wie jeder Produktionsingenieur weiß, auch die richtigen Designs. Wenn was entwickelt und entworfen wurde, um es 1 oder 2 oder 5 Mal gebaut zu haben, dann macht man da Lösungen, die sind nicht immer besonders gut für eine Serienfertigung. Das heißt, wir müssen mit der Zeit auch mehr diese serienproduktionsfreundlichen Entwicklungen bringen, was wieder Concurrent Engineering heißt. Also ich muss die Produktions- und die Entwicklungsingenieure früh zusammenbringen. Und der eine guckt von der Produktionsseite drauf, der andere von der Produktseite. Und dann wird's auch was. Also wir sind da alle unterwegs. Das wird noch ein bisschen dauern, weil, und das ist jetzt, wie soll ich sagen, auch keine gute Entschuldigung, aber es ist so. In der Vergangenheit war nicht nur kein Geld da, sondern hieß es, macht's möglichst langsam, ja. Streckt das Geld über möglichst viel Zeit und jetzt ist genau das Gegenteil. Wir haben auch noch andere Bremsen wie Zertifizierungsthemen. Da ist Europa und auch Deutschland immer noch sehr, wie soll ich sagen, langsam unterwegs und tut sich auch schwer, seine Regularien zu ändern. Wenn ich im Eurofighter was ändern muss oder es einmal zertifiziere, zum Beispiel in England, warum muss ich dasselbe nochmal in Deutschland zertifizieren? Also da sind noch Dinge, die kann man echt noch besser machen. Aber wir haben da auch eine große Aufgabe. Und natürlich auch, was in aller Munde ist, dass die Lieferketten, natürlich kann man auf dem freien Markt Sachen günstig einkaufen, aber wenn man den Need hat, dass man sagt, okay, das soll irgendwie im Defense-Fall oder in bestimmten geopolitischen Situationen irgendwie funktionieren, dass man auch mehr auf den Tisch legen muss, wenn man bestimmte Sachen haben muss, um die Lieferkette irgendwie wegzuhalten. Ja, sagen wir mal so, also über die Lösungen im Produkt, ich glaube, da wird sich auch was verändern in Richtung, man kann auch häufig schon mal ganz normale Produkte nehmen, wie zum Beispiel aus der Automobilindustrie. Die müssen auch für die Raumfahrt zum Beispiel vielleicht nicht immer so space-proof sein, wie wir es in der Vergangenheit gemacht haben. Gerade wenn wir in Konstellationen gehen, müssen wir auch mehr in Richtung Massenproduktion auch bei den Teilen denken. Shelf, ja. Aber wenn ich im Verteidigungsbereich bin, brauchen die ganzen Zulieferer entsprechende Zertifizierungen, Sicherheitsbestimmungen und so weiter. Und das ist ein Aufwand, den unterschätzen viele, die auch neu in die Branche wollen.
korrigiere mich da, aber ich glaube, du hast mal gesagt, von wegen, dass jeder Bundeswehrsatellit einen russischen Begleiter hat und dass wir im Weltraum zu naiv hingeschaut haben. Du baust die Satelliten. Wie verändert das, wie ihr jetzt als Airbus auf die Satelliten schaut, wie ihr die plant, wie ihr die konstruiert? Ja, also erstmal muss man mal wissen, dass das so ist. Ja, sozusagen, das hilft dann schon mal zu sagen, aha, da gibt's also Dinge, die um den Satelliten herum passieren oder Bedrohungen, über die man früher vielleicht nicht nachgedacht hat. Das kann zum Beispiel Laserstrahlen sein, mit denen ich die Optik blenden kann und dann auch sozusagen ausschalten kann, weil sie dann nicht nur einmal kurz geblendet ist, sondern dann total ausfällt. Man muss erstmal wissen, was um den Satelliten herum passiert. Ja? Ist da einer, der mir zuguckt, der vielleicht dann auch irgendwas macht mit meinem Satelliten? Und dafür braucht man das, was man Space Situational Awareness nennt. Ich muss Sensoren haben, Kameras letztlich, die gucken, ist da jemand? Das ist mal das Erste. Das Zweite ist, dann muss ich wissen, was sind die Bedrohungsvektoren? Jammen, Laserblenden, möglicherweise aus dem Orbit ziehen und andere Dinge. Und dafür muss man sich überlegen, wie kann ich den Satelliten schützen dafür. Das kann der Satellit entweder selber machen oder ich kann zum Beispiel so eine Art Wächter-Satelliten darum haben, der dann vielleicht kleiner ist, aber spezialisiert und den beschützt, wie so ein Bodyguard. Letztlich werden vermutlich auch die Satelliten agiler werden müssen, auch in ihrem Orbit, damit sie dann entsprechenden Bedrohungen nochmal ausweichen können und dann wieder zurück in die Bahn gehen. Das braucht Treibstoff, mehr als man heute braucht. Heute macht man ja nur die Triebwerke wieder an, wenn der Satellit so langsam aus seiner Bahn runterdriftet. Und deshalb muss man sich auch überlegen, wie man Satelliten im All betanken kann. Ja, ich hatte gestern mit Generalmajor Michael Traut vom Weltraumkommando gesprochen. Der hat ein sehr düsteres Bild gezeichnet. Er hat auch gesagt, ja, wir haben da eine Fähigkeitslücke, wir müssen das haben. Im besten Fall brauchen wir es nicht, aber da muss viel passieren. Ich habe dann zum Glück den Schwenk in die optimistische Raumfahrt wieder bekommen, weil er ein sehr großer Apollo-Fan auch ist. Und apropos Apollo, das ist so ein bisschen meine Überleitung, weil wir hatten dieses Jahr Artemis 2. Für die Community war es ein riesen Event. Wir gucken da hoch zum Mond und wir denken uns, da fliegen gerade Leute drumherum. Und da können wir als Deutsche, als Europäer halt doch schon echt stolz sein, dass wir da mit dem ESM dabei sind und bei so einer missionskritischen Mission mit Menschen so einen großen Anteil hatten. Ja. Ich habe mir die Fertigung auch angeschaut in Bremen und ist natürlich krass, dass wir da einen Bauteil haben mit dem European Service Module, wo wir da mit dabei sind. Und auch, man muss ja auch sagen, das ist aus Gesamteuropa, sind da Sachen zugeliefert worden, wurde dann in Bremen endmontiert. Ich bin zwar von Haus aus auch Ingenieur, aber diese Vorstellung, dass ich da im Mikrometerbereich Hardware abliefern muss, die von der ESA, vom DLR zertifiziert wird, dann an die NASA abgegeben wird, die da auch nochmal drauf schaut, für mich unvorstellbar, wie man das sicherstellt, dass das läuft. Ja gut, also erstmal war das natürlich eine super Sache. Ich war bei dem Start dabei in Cape Canaveral, das war echt ein Gänsehautmoment und das haben die Amerikaner auch echt gut gefeiert. Also ja, wir können auch mal stolz sein, dass wir da was beigetragen haben und wir waren bei Airbus ja extrem stolz, dass der Kommandant der Kapsel dann nochmal seinen Shout, My Big Shout to Airbus rausgehauen hat, kurz bevor sie den Wiedereintritt gemacht haben. Und sich bedankt hat dafür, dass er Teil des Teams Airbus war mit dem ESM, was so funktioniert hat. Wie kriegen wir das hin? Das ist eine sehr komplexe Lieferkette. Das heißt, ich muss eine unheimliche Disziplin in meinem Supplier-Management haben. Ich muss eine gute Governance haben. Ich muss eine gute Projektsteuerung haben. Die Firmen müssen alle ganz genau wissen, was sie fertigen. Sie müssen ihre Dinge alle testen. Ja, ich brauche halt beim Flugzeug, aber auch bei einem Raumschiff, muss ich alle Teile haben. Wenn eins fehlt, geht's schon nicht. Und alle müssen funktionieren. Und das muss eben sichergestellt sein in diesem Konzert der vielen, vielen Teile. Aber das machen wir schon viele Jahre und deshalb haben wir auch eine gute Erfahrung drin, haben super ausgebildete Mitarbeiter, die dann auch selber noch Teil der Qualitätskontrolle sind, weil sie eben so gut ausgebildet sind. Auch mal sehen dann, das lässt sich jetzt irgendwie nicht so gut montieren. Ja? Aber irgendwas ist da jetzt mal. Und dann müssen sie die Hand heben. Wir haben so eine Speak-up-Kultur, in dem die Mitarbeiter aufgefordert werden und auch bestärkt werden darin zu sagen, das ist nicht in Ordnung. Also der Mensch spielt immer noch eine Rolle, aber die Technik ist extrem wichtig, die Spezifizierung, das Toleranzmanagement, die Digitalisierung, um die Dinge, auch alte und neue Teile zusammenzubringen, ist nicht ganz trivial, aber... Wir leben im Zeitalter der Megakonstellation. Bundeswehr will jetzt auch praktisch mehrere Satelliten haben in der Konstellation, nicht mehr einzelne große. Elefant im Raum. SpaceX macht das seit 5 Jahren mit Starlink. Da starten jede Woche mehrere Raketen und bringen das nach oben.
Es wird ein europäischer Game-Champion geformt werden. Ich weiß noch nicht genau, wie sicher das ist, dass da praktisch die Gesetzgeber auch sagen, das dürft ihr auch machen. Die großen Airbus, Thales, Leonardo wollen zusammen das Satellitengeschäft zusammenlegen. Was muss da passieren, damit da aus dem der Quantensprung passiert, dass wir wirklich wieder international, also weltweit vorne mitspielen können? Ja. Ist ein super Beispiel, was Europa ja schon öfter auch mal irgendwie nicht auf die Kette bekommen hat. Wir waren ganz vorne dran, wenn es um die Technik ging, um die Innovation. Wir hatten mit der OneWeb-Konstellation unsere LEO-Satelliten im All vor Starlink. Ja, wissen viele in Deutschland nicht. Wir haben dann aber nicht so durchgezogen. Insgesamt als Industrie, aber vor allem auch als die Nutzer in Europa, die damals sich überhaupt nicht interessiert haben. Warum braucht denn jemand eine LEO-Konstellation? So viele Satelliten braucht doch kein Mensch. Aber die Amerikaner haben es halt gemacht. Das heißt, das Thema Geschwindigkeit und Skalierung. Das ist das, wo wir regelmäßig dann doch als Europäer irgendwie trotz der guten Ideen, trotz der guten Einzelprodukte dann nicht mithalten. Und dafür brauche ich Skalierung. Da brauche ich dann auch eine Firma, die entsprechend groß genug ist, die diese Investments stemmen kann, die auch, sagen wir mal, aus dem ganzen Teil von Europa über die verschiedenen Firmen die besten Köpfe zusammenbringen kann und die dann auch, sagen wir es ganz offen, auch den politischen Rückhalt hat, um sowas dann auch zu machen. Und das haben wir uns vorgenommen mit den 3 Firmen, wie du gesagt hast, ob wir das erlaubt bekommen. Die Antwort liegt wie oft in Brüssel. Da warten wir und arbeiten mit der sogenannten DG Comp, also mit der Wettbewerbsbehörde der Kommission. Unser Hauptargument ist, dass wir sagen, das ist eine Thematik des Überlebens der europäischen Raumfahrt, weil es geht nicht darum, nur auf den europäischen Markt zu gucken. Es geht um den Weltmarkt. Wir spielen gegen massive Player wie SpaceX. Die Chinesen werden auch immer größer, haben 2 große Konstellationen. Die Inder treten an. Wenn Europa weiter so tut, so ja, wir sind unser kleiner Zwergkontinent, der sich abkapselt von allem anderen, dann werden wir irgendwann da abgeschüttelt. Michael, es war sehr inspirierend. Ich werde das Thema Konstellation und wie das mit der Regulatorik weitergeht, auf jeden Fall verfolgen. Das denke ich mir. Ich auch. Meine Signature-Frage immer am Ende. Ich meine, du von ganz oben bist natürlich auch interessiert, dass der Nachwuchs kommt, dass da Leute sich für die Raumfahrt interessieren. Ja. Eine 12-Jährige kommt zu dir und will wissen, worauf kann sie sich am meisten freuen? Was kannst du ihr sagen, warum sie sich jetzt für die Raumfahrt entscheiden soll, warum sie das verfolgen soll und dann am besten auch noch eine Karriere in der Raumfahrt oder Luft- und Raumfahrt sucht? Gute Frage. Also ich bin ja Spätberufener, ja, was ja vorhin gesagt. Ich habe ja mit bodennahem Fliegen angefangen als Hubschrauberpilot. Habe dann andere Sachen gemacht, kam dann zu Airbus, habe dann Verkehrsflieger gebaut. Dann habe ich in meinem jetzigen Job zum ersten Mal professionell mit der Raumfahrt zu tun gehabt. Also einmal die militärische Luftfahrt und die Raumfahrt. Und ich bin total fasziniert davon, was in der Raumfahrt geht. Und wenn du jetzt das Mädchen bist, das 12-Jährige, würde ich sagen, du, da passiert so viel. Stell dir mal vor, du kannst die Erde vom All aus sehen. Mit diesem blauen, schönen Planeten mitten in dem schwarzen. Und du kannst mithelfen, Dinge zu erforschen und mitzuentwickeln, die diesen kostbaren Planeten auch schützen, ja, und den sicher halten und deinen Kindern dann mal erzählen, dass du da mit dabei warst. Dann kriege ich ja jetzt schon Gänsehaut, wenn ich das sage. Michael, vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und euch eine tolle Messe hier und auf bald. Alles klar, danke dir.